Heute wird es heiß bei uns im Video. Wir sprechen über das Thema Dampfreinigung in der Autopflege. Spannendes Thema. Wir werden immer wieder unter den Kommentaren und auf Instagram gefragt, nutzt ihr einen Dampfreiniger in der Autopflege? Welchen Dampfreiniger nutzt ihr? Welche Vor- und Nachteile hat es? Und ich dachte mir, ich muss heute nicht alleine darüber sprechen. Ich habe meinen Gast hier, praktischerweise auch Nico. Danke, dass du da bist. Stell dich auch mal kurz vor. Sehr gerne. Ja, mein Name ist auch Nico. Ich komme aus der Gegend von Stuttgart und wir sind heute extra angereist zum Nico, um dieses Video zu drehen zusammen. Erzähl mir doch mal, was du mit dem Thema Dampfreinigung zu tun hast und warum du heute hier bist. Ja, super. Ich bin Vertragshändler von Thermostar in Deutschland und mein Papa und ich haben uns hier im Autoaufbereitungsbereich darauf spezialisiert. Wir haben sehr viele Kunden und da wir auch Autos lieben, haben wir gedacht, passt das ganz gut zusammen. Deswegen sind wir da unterwegs. Passt gleich zu meinem ersten Thema, vielleicht mal ganz allgemein weg von eurem Gerät. Warum sollte ich Dampf in der Autoaufbereitung einsetzen? Dampf kann man sehr viel und sehr schnell damit reinigen, gerade im Innenraum zum Beispiel oder Stellen, wo man sonst einfach sehr lange braucht, kommt man eben mit Trockendampf sehr leicht und sehr schnell hin, um auch tolle Ergebnisse zu erreichen. Du hast jetzt schon Trockendampf angesprochen, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen klarstellen, worüber reden wir, was passiert denn jetzt konkret, warum Dampf reinigen? Ja, also gerade billige Dampfreiniger können nicht von Trockendampf reden. Bei den teureren Dampfreinigern, wie jetzt bei uns im Thermostar, reden wir von Trockendampf. Trockendampf entsteht ab 170 Grad, bedeutet, wir haben einen geringen Feuchtigkeitsanteil von 5 bis 8% Wasser und somit braucht man jetzt nicht einen Lappen hinterhernehmen, der dann nachher auch sehr feucht ist. Ja. Okay. Was für einen Vorteil habe ich, wenn ich den Dampfreiniger einsetze? Außer du hast jetzt gesagt, kleine Bereiche erreiche ich gut. Wo siehst du die anderen Vorteile? Dass wir eben sehr wenig Chemie nachher im Einsatz haben, dass wir da auch auf sehr viel Chemie verzichten können und eben auch für die eigene Gesundheit. Wenn man jetzt jeden Tag mit Chemie arbeitet und das jeden Tag einatmet, das ist ja auch für einen selber nicht gut. Und gerade dann auch für die Kunden nachher marketingtechnisch kann man das auch sehr gut anbieten. Du meinst im Endeffekt ökologische Fahrzeugaufbereitung mit weniger Chemie und weniger Belastung. Wie ist es mit der Zeit? Würdest du sagen, es gibt Bereiche, wo du Zeit sparst mit dem Dampfreiniger? Ja, genau, richtig. Also gerade jetzt bei den Türfalzen zum Beispiel ist man da wesentlich schneller, weil man einfach sehr leicht damit arbeiten kann und den Schmutz sehr schnell entfernt damit. Dann Motorraum natürlich, kriegt man innerhalb von 15-20 Minuten sauber. Je nach Verschmutzungsgrad natürlich, aber ansonsten auch Innenraum, Felgen kriegt man sehr leicht damit sauber. Du hast jetzt schon die Bereiche angesprochen, wo man Dampf einsetzen kann. Vielleicht können wir da noch mal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Wo siehst du denn, ich sag mal, die Top 3 Anwendungsbereiche für Dampf in der Autopflege? Ja, also meine Top 1 ist der Motorraum, weil mit einem Hochdruckreiniger in den Motorraum ist, glaube ich, nicht zu empfehlen. Gerade die Autos haben immer mehr Elektronik drin. Deswegen Trockendampf ist meine Nummer 1, Motorraumreinigung. Ansonsten Türfalzen ist meine Nummer 2 und dann natürlich den ganzen Innenraum damit zu reinigen. Okay. Gehst du da auf eine ganz bestimmte Art und Weise vor? Also gibt es da eine besondere Arbeitsweise? Muss man mit der Hitze irgendwo aufpassen oder ist das komplett unproblematisch? Genau, also wir haben direkt an der Pistole vorne 3 verschiedene Stufen und da kann ich dann natürlich die Stufe auswählen mit weniger Hitze, mit weniger Barzahl, weil ich natürlich nicht mit der hohen Barzahl im Innenraum jetzt auf Sitze arbeiten muss nachher. Hier an der Pistole haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten für die Dampfstufen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und je nach Verschmutzungsgrad und Anwendungstyp wähle ich diesen dann nachher aus. Ansonsten auch im Außenbereich, gerade jetzt bei Felgen, haben wir die Heißwasserspülfunktion. Bedeutet, wir können den Schmutz mit dem Dampf lösen und dann mit heißes Wasser eben den Schmutz komplett entfernen. Gehen wir nochmal zurück zum Motorraum, war ja dein Top 1. Wie würdest du mit dem Dampfreiniger bei der Motorraumreinigung vorgehen? Ich würde mir die Pistole nehmen und dann schaue ich mir zuerst mal natürlich an, wie verschmutzt ist der Motorraum und dann arbeite ich mich von Stelle zu Stelle, um eben den Motor dann sauber zu bekommen. Muss ich nachwischen oder macht der Dampf alles alleine? Ich muss, also das ganz Wichtige ist natürlich, in meiner linken Hand habe ich mein Mikrofasertuch, weil natürlich der Schmutz irgendwo hin muss. Deswegen ist auch Mikrofasertuch hier ganz wichtig, dass man eben den Schmutz mit einem Mikrofasertuch auffängt nachher. Brauchst du gar keinen Reiniger oder gibt es Fälle beim Motorraum, wo du einen Reiniger zusätzlich einsetzen musst? Also zu 99,9% würde ich sagen, dass man eigentlich alles mit unserem Dampf sauber bekommt. Es gibt natürlich auch irgendwann mal seine Grenzen, wo man dann die Autoaufbereiter eben
ein bisschen Chemie davor drauf tun, das kurz einwirken lassen und dann mit dem Dampf nacharbeiten. Muss ich bei der Reinigerauswahl was beachten, wenn ich da mit Hitze drauf gehe? Das verdampft der Reiniger mit oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder kühlt der Dampf sofort ab beim Auftreten? Also Allzweckreiniger kann man nehmen. Reiniger jetzt mit Lösungsmittel würde ich nicht empfehlen, da das dann auch einfach verdampft und dann eben nicht so gut ist für einen selber. Ecken, Kanten, Radkästen, Einstiege, denke ich mal, sind alle relativ gleich wie der Motorraum zu behandeln. Kommen wir mal zum Innenraum. Wo siehst du da so die starken Einsatzgebiete? Gerade jetzt Armaturen zum Beispiel finde ich perfekt dafür. Dann nehmen wir die Stufe 1, haben ein bisschen Abstand und dann können wir eben Armaturen, Klavierlack zum Beispiel, weil ich denke, das kennt jeder. Man wischt kurz drüber, sieht dann noch ein paar Streifen. Und wenn wir jetzt mit dem Trockendampf reinigen, hier haben wir keine Rückstände. Bedeutet, wir haben auch keine Streifen nachher, um das Ganze zu reinigen. Stoffreinigung, auch ein guter Anwendungsfall für Dampf? Ja, richtig. Dann haben wir verschiedene Aufsätze, die wir vorne dann auf die Pistole drauf tun können. Gehen wir auch nachher kurz nochmal drauf ein, wo man dann eben komplett über den Sitz fahren kann oder eben auch seitlich an den Türen. Ich würde sagen, weil wir gerade beim Thema sind, vielleicht holst du mal die Aufsätze, dann können wir uns die gleich mal anschauen. Super. Zum Thema Stoffreinigung, wie würdest du da vorgehen mit dem Dampfreiniger? Super. Das kommt natürlich ganz auf den Verschmutzungsgrad drauf an. Bei einer normalen Verschmutzung würde ich diesen Aufsatz hier nehmen. Hier ist ein ganz normales Mikrofasertuch drauf oder eben unsere Aufsätze. Dann anstatt die Pistole den Aufsatz dann drauf machen und dann eben mit diesem Aufsatz ganz langsam über Stoffsitze drüber fahren. Und dann haben wir die ganzen Verschmutzungen hier im Tuch drin. Sollte man den Bezug oder das Mikrofasertuch zwischendurch auswaschen oder lieber wechseln? Was würdest du sagen? Ich würde sagen wechseln und dann anschließend natürlich waschen, damit man mit einem frischen Tuch arbeitet, dass man nicht mit die Verschmutzungen dann auf einen neuen Sitz dann eben verteilt. Genau. Weil wir gerade beim Innenraum sind, ich stelle mir vor, dass Dampf auch Geruch entfernen kann durch die Hitze. Ist das wirklich so oder funktioniert das nicht? Richtig. Also gerade mit Dampf haben wir den tollen Effekt, dass wir Gerüche beseitigen können, indem wir hier jetzt ganz langsam über die Sitze drüber fahren. Ansonsten haben wir auch ein tolles Zusatztool, wo wir eben die ganzen Innenräume desinfizieren können und gerade auch die ganzen Innenräume, wenn man ein Raucherauto hat, hier die Gerüche beseitigen kann. Ja? Und das ganz Tolle ist, dass wir hier ökologisch arbeiten, keine Chemie im Einsatz haben, sondern das Ganze auch nicht schädlich für den Menschen nachher ist. Okay, wie funktioniert das? Hast du das auch bei? Genau, habe ich auch bei. Kann ich dir ganz kurz zeigen. Das ist der HS Blaster. Bedeutet, hier kommt unser HB Solution rein, unser ökologisches Desinfektionsmittel, schließe ich dann vorne an die Pistole an und hier kommt eben der Dampf mit dem Desinfektionsmittel, wird vernebelt und so kann ich den ganzen Innenraum damit vernebeln, Gerüche beseitigen und natürlich auch Bakterien beseitigen. Kann man als tolle Pauschale, gerade jetzt in den Corona-Zeiten, als zusätzliche Dienstleistung anbieten. Klingt spannend. Vorhin, als du gekommen bist, hast du auch eine Sache oder was erklärt, was ich nicht wusste. Man kann mit Dampf auch Glas reinigen. Das habe ich noch nie gemacht, muss ich sagen. Richtig. Musst du uns auf jeden Fall mal zeigen und erklären, wie das geht. Ja, genau. Also gerade da wir mit Trockendampf arbeiten und bei dieser Hitze keine Rückstände übrig bleiben, können wir Fenster damit schlierenfrei reinigen. Funktioniert natürlich im Haushalt und im Autobereich natürlich auch sehr toll. Nimmst du da einen speziellen Aufsatz oder gehst du einfach mit der normalen Anzugrühr? Kommt auch ganz auf den Verschmutzungsgrad drauf an. Ich kann natürlich hier mit der Dampflanze arbeiten, die Fenster damit eindampfen, dann mit einem Fenstertuch drüber gehen. Oder ich kann natürlich auch hier mit der Dreiecksbürste arbeiten, meine Fenster damit eindampfen und dann mit einem Tuch nachwischen. Und ich habe schlierenfreie Fenster nachher. Okay, also ich würde mal resümieren, es gibt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten des Dampfreinigers. Fällt dir noch was ein? Haben wir irgendwas vergessen, was du noch so aus deiner Erfahrung kennst? Ja, also mir ist gerade noch was Tolles eingefallen. Wir haben ja, oder es gibt viele Aufbereiter, die vielleicht ihre Autos nicht direkt hier jetzt in der Garage waschen oder draußen, sondern die fahren zu einer SB-Box. Auf dem Weg wieder nach Hause in die Garage wird natürlich das Auto wieder dreckig. Und da finde ich es ganz toll, dass wir mit dem Dampf eben das Auto nochmal finishen können, also gerade die Verschmutzungen mit dem Dampf eben abarbeiten können und somit eine perfekte Grundlage nachher haben, um eben weiterarbeiten zu können. Für viele von euch mit Sicherheit ein spannender Anwendungsbereich. Ich glaube, was euch jetzt vielleicht noch auf der Seele brennt, sind wahrscheinlich zwei Fragen. Erstens, warum soll ich so ein Gerät kaufen und nicht einen handelsüblichen Dampfreiniger für wenige 100 €? Und was kostet das eigentlich? Aber ich würde sagen, wir fangen mal an, warum Thermostar und nicht einen anderen Wettbewerber, der deutlich vielleicht günstiger ist. Ja. Was ist der Unterschied? Also Thermostar hat patentierte Technologie.
Ich habe hier jetzt mal einen Schnitt vom Kessel mitgebracht. Wie du jetzt hier sehen kannst, ein Patent davon ist der selbstentkalkende Heizstab. Bedeutet, bei einem Billigdampfer zum Beispiel hast du eine Heizschlange, nach der Zeit verkalkt der sehr schnell, hast du die Druckzahl nicht mehr. Bei uns arbeiten wir dauerhaft mit 9 bar Druck weiter und somit müssen wir auch langfristig gesehen keinen neuen Dampfer eben kaufen, weil wir hier für die Langfristigkeit eben vorwirken. Ja. Das heißt, ich nehme ganz normales Leitungswasser, nichts Besonderes? Genau, richtig. Also die Aufbereiter müssen kein destilliertes Wasser nehmen, sondern wir empfehlen hier ganz normales Leitungswasser zu nehmen, weil wir eben mit Kalk keine Probleme haben. Okay, das heißt, ich spare mir das Besorgen von destilliertem Wasser, muss nicht vorhalten und habe weniger Wartungs- und Verschleißkosten. Was macht er noch? Weil er ist ja sehr kompakt, muss man ja sagen. Er sieht ja erstmal gar nicht so atemberaubend aus, außer dass er sehr schick ist in dem Edelstahl. Aber was macht der noch anders? Ja, genau. Also wir haben einen Edelstahlkessel, auch bezüglich Rost, dass wir da keine Probleme haben. Ansonsten einen selbstentkalkenden Schwimmer bedeutet, er kann auch nicht mit Kalk in Verbindung kommen, dass wir eben immer dauerhaft den Trockendampf haben, weil wenn das verkalkt, dann wird der Dampf immer sätter und wird eben sehr feucht nachher. Ja. Funktioniert das Gerät mit einem Durchlauferhitzer oder wie kann ich mir das vorstellen von der Technik? Es ist so, dass wir eben ein 2-Kessel-System haben. Im hinteren befindet sich das Wasser und er holt automatisch immer das Wasser nach und wird hier eben drin dann erhitzt, der ganze Dampf, und kommt dann vorne wieder raus. Okay. Was natürlich auch ganz wichtig ist beim Thermostar, dass das Heizelement austauschbar ist vom Kessel. Das bedeutet, wenn das Heizelement mal kaputt sein sollte, muss man nicht den kompletten Kessel austauschen, sondern man kann das Heizelement rausnehmen. Und hier haben wir jetzt das selbstentkalkende Heizelement. Bedeutet, wenn Kalk sich ansetzt, bleibt er auch drauf. Wir haben hier eine Speziallegierung. Durch die Hitze dehnt sich dieser aus und der Kalk blättert ab. Und dann können wir wie beim Auto unten die Schraube öffnen, Wasser mit den Kalkrückständen rauslassen und dann haben wir keine Probleme, auch langfristig gesehen, mit dem Kalk, weil Kalk ist heutzutage sehr viel im Leitungswasser enthalten. Was auch ganz wichtig ist bei Thermostar, wir haben 30 Jahre Wiederherstellungsgarantie. Bedeutet, wenn nach 20 Jahren zum Beispiel der Schlauch defekt geht, muss der Kunde jetzt nicht einen neuen Thermostar kaufen, sondern die ganzen Ersatzteile gibt es 30 Jahre lang. Also die kann man sich wieder beschaffen. Das ist natürlich auch sehr toll. Ja. Welcher Hersteller macht das heutzutage? Generell habt ihr auch ein sehr umfangreiches Zubehör, das muss man ja sagen. Auch der Wagen ist natürlich ultra praktisch, nicht durch die Gegend tragen, ist alles mit drauf, alles dabei. Man hat irgendwie alles, was man für die Dampfreinigung im Automobilbereich brauchen kann. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage, was kann ich machen, wenn mich so ein Teil interessiert? Gibt es Vorführungen? Kann ich mir die irgendwo angucken? Kann ich das mal ausprobieren? Gibt's da, was bietet ihr da an? Ja, genau. Also wir haben auch einen tollen Instagram-Account, wo ihr gerne nähere Informationen und Videos anschauen könnt, auch von Aufbereitungskollegen, die den Thermostar schon im Einsatz haben. Ansonsten natürlich gerne an uns die Kontaktdaten weiterschicken. Dann kommen wir auch sehr gerne zu euch vorbei oder telefonieren dann einfach mal. Außerdem könnt ihr auch gerne uns dazu nochmal befragen oder vielleicht auch uns folgen. Wir werden auch den einen oder anderen Erfahrungsbericht mit dem Gerät posten, so ist es. Zum Abschluss würde ich vorschlagen, was kostet das Teil? Das ist natürlich immer eine ganz wichtige Frage. Unser Ansatz ist es, einmal was Gescheites zu kaufen und dann eben langfristig Freude zu haben. Deshalb hier die hochwertige Qualität. Der MediCleanTech liegt bei 4.500 € brutto. Klar ist es eine Stange voll Geld. 90% unserer Kunden wickeln es über Leasing ab. Da haben wir eine sehr attraktive Rate, wie zum Beispiel 90 € bei 48 Monate. Ich denke, damit kann jeder rechnen. Und viele unserer Kunden bieten dann eine Motorraumreinigung für 150 € pauschal als Beispiel an. Und dann ist eben der Thermostar schon drin. Also hier haben wir den MediCleanTech für den gewerblichen Bereich. Dann haben wir natürlich auch den Thermostar für den Haushaltsbereich. Wie jetzt unser neues Modell, den Thermostar Professional Plus, auch mit 9 bar Druck. Hier haben wir den einzigsten Nachteil, dass wir kein langes Elektrokabel haben und eben einen kürzeren Dampfschlauch. Aber gerade für den Haushaltsbereich denke ich auch eine tolle Variante, weil ihr eben dann auch Fenster, Backofen und alles Mögliche damit reinigen könnt. Und von der Leistung aber sonst die gleichen
Spezifikation wie der große sein. Richtig, Was kostet der? Genau. Der Thermostat Professional Plus liegt bei 3.750 € und hat eben nicht die ganze gewerbliche Ausstattung wie jetzt zum Beispiel der lange Dampfschlauch, was einfach in der Fahrzeugaufbereitung wichtig ist. Ja. Vielleicht nochmal zum Abschluss aus meiner Erfahrung und Einordnung. Ihr wisst ja, wir arbeiten viel mit Trockeneis und auch sehr gerne mit Trockeneis. Und Trockeneis ist natürlich preislich nochmal einen Tick höher. Da fangen wir in dem Bereich netto an und dann kommt die Eislogistik dazu. Also ich glaube, gerade für Leute, die nicht hauptberuflich in dem Bereich arbeiten oder einfach nicht so viel Durchlauf haben, dass sie sagen, es lohnt sich für mich immer eine Kiste Eis zu bestellen, beziehungsweise die Hälfte verdampft mir, macht das durchaus Sinn als Alternative. Unabhängig davon, glaube ich, ist es auch eine gute Ergänzung, weil gerade bei der Stoffreinigung ist Trockeneis an seinen Grenzen und auch in anderen Bereichen, wo man keinen losen Dreck haben will. Beim Trockeneis wird der Dreck ja gefroren und fliegt durch die Gegend. Das heißt, wer in einer sehr sauberen Halle arbeitet oder bei einer Motorraumreinigung oder Reinigung von einer Bremsanlage nicht diesen Dreck in der Gegend haben will, hat natürlich mit Dampf auch einen Vorteil. Deswegen, den Kommentar konnte ich mir schon vorwegnehmen. Ich behalte mein Trockeneisgerät und sehe es für mich als Ergänzung, sehe den Dampfreiniger definitiv als Alternative für Leute, die diese Eislogistik so ein bisschen scheuen und von daher als hochwertigen Ersatz. Ich glaube, Nico, wir haben alles besprochen. Hast du noch irgendwas, was du da lassen möchtest? Hinweis? Vielen Dank, Nico, für die tolle Erklärung. Und ich freue mich auf weitere Videos von euch. Ja, Nico, dann vielen Dank, dass du da warst und für die Vorführung und auch die Informationen zu dem Gerät. Ich glaube, ihr könnt euch jetzt selbst ein Bild machen, ob es für euch was ist oder nicht. Ansonsten, ihr habt die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Schreibt Nico gerne bei Instagram. Wie gesagt, Link findet ihr unten. Könnt auch gerne noch ein paar Fragen in die Kommentare schreiben. Im Zweifel sonst lieber bei Instagram, da gibt es nämlich direkt eine Antwort. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt dran, abonniert den Kanal bitte und drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Dir wünsche ich eine gute Heimreise. Vielen Dank. Und euch sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann.